Hinter mir liegen ein paar ziemlich intensive Tage auf der Messe. Viel Trubel, viel Input und ehrlich gesagt auch ziemlich müde Füße. Ja, und was liegt da näher, als sich einfach mal zu entspannen? Andere, die machen das ja mit Shopping. Aber ich mache das am liebsten in der Sauna. Also begebe ich mich mal schnell auf die Suche nach einem dieser sagenumwobenen 24-Stunden-Wellness-Tempel. Der Name Shuigu bedeutet so viel wie Wasser und Frucht. Klingt erstmal eher nach einer Smoothie-Bar, oder? Und nicht nach einem wirklichen Spa. Und wenn man Instagram und Co. glaubt, dann sind das die Orte, an denen du am liebsten direkt einziehen würdest. Und ich will das jetzt einfach mal wissen. Ist das wirklich so? Oder ist das wieder so ein typischer Social-Media-Hype? Ich tausche also meine Sneaker gegen Badeschlappen, werde eingecheckt, und ein freundlich lächelnder Chinese begleitet mich zu meinem Spind. Allerdings verschwindet er nicht. Der bleibt einfach da stehen und wartet. Und ich denke mir so für einen Moment, Junge, vielleicht lädst du mich erstmal zum Essen ein, bevor ich mich hier vor dir ausziehe. Irgendwann merkt er, dass ich verstanden habe, wie das hier alles funktioniert und zieht weiter. Und ich habe jetzt krampfhaft versucht, weil sie alle nicht Englisch sprechen, zu fragen, muss ich hier nackt sein oder mit Badehose? Und so richtig weiß ich es nicht. Also wenn ich hier jetzt gleich splitternackt stehe und die mich komisch angucken, naja, mal gucken. Ich mache mich also nackig, schließe meine Sachen in den Spind und keine 5 Sekunden später steht er wieder neben mir. Freundlich, lächelnd und zeigt mir den Weg zu den Duschen. Dort erwartet mich der nächste Kollege. Zum Glück lassen sich die Duschen mit einem Vorhang abtrennen. Große, schöne Kabinen und ein richtig schöner Duschkopf. Also wirklich alles sehr angenehm. Und guckt euch mal diesen Abfluss an. Und dann liegen da auch noch Zahnbürsten und Rasierer. Und ich denke mir so, ja gut, also wenn die hier schon rumliegen, also ich meine, wer weiß, warum die da liegen. Also dann putze ich mir doch lieber mal die Zähne. Ne? Und hinter mir in den Schränken Handtücher. Also Handtuch um die Hüfte, Vorhang auf, ja, und da steht er wieder. Der freundlich schauende Mitarbeiter und zeigt mir den Weg zum Pool. Und dann taucht er vor mir auf. Fast wie eine Lagune im Mondschein. Naja, okay. Eher wie so ein ziemlich stylischer Onsen. Ach, Onsen. Ach, Japan. Ich vermisse dich. Ja, zum Glück sehen wir uns ja bald wieder. Zurück zum Pool. Also, ich schätze mal so um und bei 40 Grad. Also im Grunde eine sehr große Badewanne. Es gibt auch noch eine Sauna. Und das Besondere, das Tauchbecken ist direkt in der Sauna. Ich bin hier irgendwie alleine. Also fast alleine. Mit den ganzen Mitarbeitern zusammen. Filmen ist hier übrigens nicht erlaubt. Und ich verrate euch jetzt auch erstmal nicht, wo ich mein Handy versteckt habe. Ich setze mich also erstmal hin und warte. Ich warte drauf, dass der Mitarbeiter irgendwann mal abhaut. Ich gucke dabei unauffällig. Und dann geht er um die Ecke und ich nutze meine Chance und filme die Bilder. Was wirklich auffällt, es sind extrem viele Mitarbeiter hier. Man fühlt sich nicht alleine, eher schon so ein bisschen beobachtet. Chinesen sehe ich übrigens kaum hier. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht kommen die eher hier für die Massagen her. Denn das geht hier natürlich auch. Ja, und nach einiger Zeit mit schön schrumpeligen Fingern werde ich wieder freundlich abgeholt. Nächster Raum, neue Ausstattung und eine Einwegunterhose. Und sowas wie so ein lockerer Trainingsanzug. Ich habe übrigens schon länger keinen Sport gemacht, aber dass sie mir gleich dafür 3x XL geben, ich hoffe, das ist hier eine chinesische Einheit. Ich bin also tierisch gespannt, was da noch kommt. Aber vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen zu viel von diesen Videos gesehen. Die krassesten 24-Stunden-Wellness-Tempel in China. Also gehe ich das Ganze mal strategisch an. Wenn man schon keine Ahnung hat, dann wenigstens mit Plan. Fahrstuhl auf 4. Etage. Ja, und ab hier wird klar, das ist kein klassischer Spa. Das ist hier Wellness auf Chinesisch. In Europa wäre das jetzt hier ziemlich einfach. Sauna, vielleicht noch eine Sauna und vielleicht noch eine Sauna. Unterschiedliche Temperaturen, Ruheraum, Duschen, leise Stimmen. Ja, und irgendwo jemand, der dich schief anguckt, wenn du mal zu laut atmest. Und hier ist das alles irgendwie anders. Schlafkabinen, wie kleine, Kojen oder so. Nur deutlich gemütlicher. Entweder alleine oder zu zweit oder mit mehreren. Und ein paar Schritte weiter Entertainment. Das ist auch chinesisches Wellness. Vielleicht braucht ja meine Entspannung auch mal ein bisschen Erholung von der Entspannung. Also gibt's hier Entertainment pur.
Fernsehen, Karaoke, Playstation. Ja, in Europa, bitte Ruhe. Und in China, ja, willst du hier noch eine Runde singen oder was? Also, ich stehe vor den Konsolen, alles bereit, perfekt aufgebaut. Ja, aber irgendwie ist es hier leer, keiner spielt. Und dann entdecke ich hier noch die Bibliothek. Ich setze mich kurz hin, schlage ein Buch auf und fühle mich für 3 Sekunden extrem gebildet. Ja, bis mir dann halt auffällt, irgendwie verstehe ich kein Wort. Es ist halt alles Chinesisch. Na gut, weiter geht's. Spielautomat, Kino. Und beim Kino gibt's sogar Popcorn vor der Tür. Also, großes Kino. Dieses ganze Gebäude ist weniger Wellnessbereich, sondern mehr halt Erlebnis. Zwischendurch gehe ich raus. Mein Kopf braucht mal Ruhe, frische Luft. Und dann dieser Blick. Eine Wand aus Wohnungen. Und natürlich winke ich erstmal freundlich. Wer weiß, wer mich beobachtet. Und dann zurück drin Steam-Sauna. Und ich sage euch, das ist kein Schwitzen mehr. Das ist jetzt ein Garprozess. Ja klar, haben wir in Europa auch. Nennt sich bei uns irgendwie so wie Bio-Sauna. Hier gehst du rein und kommst halt als Dim Sum wieder raus. Also in so einem Raum war ich auch noch nie. Das ist ein Steam-Raum. Also gefühlt sind hier 50, 60 Grad drin. Und dann kann man sich hier hinhauen und chinesische Spiele spielen. Das sind hier meine 3 absoluten Highlights und Lieblingsräume in diesem Spa. Das ist ein sogenannter Steam Room. Und hier ist eine Fußbodenheizung drin, also es ist sehr, sehr warm vom Boden. Hier sind gefühlt 40, 50 Grad drin. Und das Besondere an diesen Räumen ist aber, dass die Heizung hinter diesen Wänden ist. Die Wände sind richtig, richtig schön warm. Und vor die Heizkörper haben sie hier diese Aromaplatten gepackt. Also das sind verpresste Aromaplatten. Hier in dem Fall ist es Tee. Also der ganze Raum riecht so geil nach Tee. Es ist unfassbar cool. Also die Idee ist mega. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Und dann haben sie hier so kleine Spielfelder. Du kannst dich hier hinstellen und ein bisschen spielen. Du kannst hier einen Vorhang zuziehen, um deine Privatsphäre noch ein bisschen zu haben. Und ja, das sind halt wie gesagt so Themenräume, ne? Und hier ist das Thema Tee. Das ist so geil. Es riecht so cool. Hier sieht man das mal, wie der Wandaufbau ist. Hier hinter kann man die Heizkörper sehen. Und davor halt diese verpressten Platten. Also habe ich bisher noch nie gesehen. Und ich war in schon vielen Wellnessbereichen. Aber das ist echt geil. Das ist wirklich geil. Und mir wird auch richtig warm hier drin. Ich zeige euch nochmal schnell den Arm rum. Ich glaube, das ist gepresstes Heu. Auch eine geile Idee. Oh, es ist ein hartes Leben, Leute. Es ist ein hartes Leben. Aber man muss da durch. Hilft nichts. Einfach aushalten, durchziehen. Hartes Leben. Ja, und irgendwann meldet mein Körper, weil ich gerade an Dim Sum denken musste, Hunger. Also will ich ins Restaurant. Das ist in der 2. Etage. Ja, verrückt, ey. Die machen hier so viel mit dem Telefon. Hier ist so viel Technik verbaut. Um nicht irgendwo mal ein Ladegerät, um sein Telefon zu laden oder ein Induktionsfeld oder so. So ein Induktionsladegerät, das hätte ich ja hier überall in jedem Tisch verbaut. Weil theoretisch musst du hier alles mit dem Telefon machen, alles. Du kannst dein Menü aufrufen, du kannst bestellen, du brauchst ein Telefon. Ohne Telefon bist du hier aufgeschmissen. Deswegen wundert es mich sehr, dass sie hier nicht einfach so clevere Ideen haben und so eine Induktionsladeschale hier überall in jedem Sessel haben oder so. Du kannst dir hier vorne so ein Ladegerät mieten halt. Aber das kann man als Ausländer nicht mieten. Da braucht man eine chinesische Telefonnummer für. Also heißt es ab in den Fahrstuhl 2. Etage. Ich laufe natürlich schnurstracks ins Restaurant. Und hier, Minimalismus. Schon mal kein Buffet, alles sehr minimalistisch. Kein Koch, kein Mensch,
Und ich merke irgendwie, ich bin hier doch alleine. Warum ist denn hier keiner? Wenn das eins der Highlights dieser 24-Stunden-Spas sein soll, bin ich zu früh oder bin ich falsch? Kleiner Spoiler, ich bin falsch. Falscher Bereich. Ja, also hier musst du nämlich einen Code einscannen und dann kriegst du ein Menü und kannst nochmal zusätzlich dir Essen kaufen. Den Bereich, den ich suche, der ist auf der anderen Seite. Also ab zur anderen Seite. Und dann Getränke. Eine ganze Wand voll mit Getränken. Nicht nur ein paar, sondern alle. Ich stehe davor und fühle mich ein bisschen wie beim ersten Mal im Auslandssupermarkt. Alles sieht spannend aus, nichts ergibt Sinn. Ich nehme einfach irgendwas mit irgendwas. Und dann haben sie halt noch, wer hätte es erwartet, und der Name hätte es mir natürlich verraten können, Früchte. Und das wirkt erstmal ziemlich stark. Frisch, bunt und riesige Auswahl. Ich nehme mir also einen kleinen Teller, setze mich hin und beobachte. Und dann fällt mir auf, ja, die Leute, die machen hier einfach alles. Einige schlafen, andere schauen Filme und manche arbeiten hier sogar. Ja, arbeiten im Spa. Laptop auf, Stecker rein, ja und los geht's. Ich habe sogar das Gefühl, dass einige Chinesen extra dafür hierher kommen. Ich sitze also da, in meinem Trainingsanzug in 3xL, mit einem Teller Obst und denk mir, ja vielleicht habe ich ja Wellness die ganze Zeit falsch verstanden. Je länger ich hier bin, desto klarer wird, das ist hier kein Ort, an dem man einfach nur abschaltet. Es ist ein Ort, an dem alles gleichzeitig passiert. Also Wellness, Arbeit, Unterhaltung, alles in einem System. Aber vielleicht macht man das in so einer großen Stadt. Vielleicht braucht man auch einfach mal den Platz und Raum für sich. Und den hat man hier in diesem Gebäude. Viele Räume wiederholen sich auch. Also Liegeflächen, Ruhebereiche, Schlafkabinen. Ja und trotzdem überall Platz. Und nirgendwo ist jemand. Komplett leer. Und bevor ich mir jetzt noch die 3. Etage angucke, denke ich mir erstmal, ich will erstmal nochmal Sauna machen. Also nochmal ab, zurück, Socken aus, Schlappen an, Hose aus, Handtuch rum und ab in die Sauna. Und ich bin wieder allein. Ja, und im Anschluss schaue ich mir noch die 3. Etage an. Auch hier ist alles verschachtelt, wie so ein Labyrinth. Räume für Räume. Unfassbar, was hier alles an Platz geboten wird. So ein bisschen, als wenn der Architekt gesagt hätte, ey, wir haben noch Platz, was sollen wir bauen? Und der Bauherr hat gesagt, ach, mach doch einfach noch Entspannung. Oder ich habe es einfach noch nicht verstanden. In Europa hätten wir vermutlich 2, 3 Etagen, nur mit Saunen, Wellness, Fußbädern und Duschen. Und hier gibt's einen Pool, eine Sauna und 3 Etagen voll mit Ruheräumen. Das ist auf jeden Fall schon sehr überraschend. Am Ende gehe ich dann wieder nach draußen, frisch geduscht und ein bisschen entspannter. Aber auf jeden Fall um einige Erfahrungen reicher. Ich checke aus und denke mir, ja, also Wellness in Europa bringt mich auf jeden Fall runter. Wellness in China überrascht mich eher. Und ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das so unterschiedlich ist. Und was meint ihr? Was wäre eher was für euch? China oder Europa? Schreibt's mal in die Kommentare. Lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Abenteuer. Wenn wir auch wieder ordentlich ins Schwitzen kommen.